Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Im letzten Video sind wir darauf eingegangen, wie wir ein Kantblech erzeugen können, und im nächsten, also im jetzigen Video, möchte ich darauf eingehen, wie ich eine Lasche hinzufügen kann. Dazu starte ich den Befehl und als erstes sieht man, dass ich eine Kante auswählen muss. Das heißt, wenn ich hier hinfahre, kann ich entweder die obere oder untere Kante auswählen. Wenn ich die obere Kante auswähle, geht die Lasche nach unten, also immer in die gegengesetzte Richtung. Das heißt, wenn ich hier wiederum aufgehen würde, dann wird sie nach oben gehen. So kann ich diese Kanten definieren. Im nächsten Schritt könnte ich hier noch Punkte definieren, wenn ich die Lasche nicht durchgehend haben möchte, und habe natürlich hier die verschiedensten Optionen, wie ich diese Lasche anbringen kann. Ich kann hier natürlich die Länge definieren und ich sehe auch sofort die Vorschau. Natürlich kann ich hier auch den Winkel definieren und auch darauf achten, ob ich hier auf einen Winkel angeben möchte oder parallel zu einer Fläche oder senkrecht zu einer Fläche. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, hier eine Fräskante zu definieren, wo ich auch dann das Werkzeug hinterlegen kann. Also ich habe hier sehr viele Möglichkeiten, wie ich diese Lasche erzeugen kann. Weiters habe ich noch die Möglichkeit, dies als Skizze anzufügen. Das heißt, wenn ich eine besondere Form der Lasche habe, kann ich die vorher als Skizze definieren oder zeichnen und diese danach ankanten. Wenn ich diese Definition gemacht habe, dann kann ich mit der mittleren Maustaste diese Lasche ankanten und kann sofort weitere Laschen ergänzen.